Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, schön, dass ihr da seid. Fragrance Talk hier aus Hamburg. Für alle Neuen vorweg, bleibt hier. Fast habe ich 500 Videos voll. Bald, dauert nicht mehr lange. Und dann, ja, schaut meine ganzen Videos, Leute. Ihr könnt so viel gucken. Hier ist alles für jeden dabei. Und warum ihr hier bleiben sollt, ganz klar, wenn ihr locker, cool drauf seid und nicht so verkrampft, steif, dann müsst ihr einfach hier bleiben, weil hier geht es einfach locker zu. Hier geht es um Düfte und um Spaß, Leidenschaft etc. pp. So, Leute. Und das Video heute ist ja auf einen Wunsch hingemacht. Ich habe das ja schon öfters gemacht. Vor ein Jahr oder 1,5 Jahre habe ich schon diese Line vorgestellt. Und zwar La Nuit de l'Homme von Yves Saint Laurent. Lohnt sich, diese Reihe noch zu kaufen? So, mit welchem Duft wollen wir denn mal anfangen? Ich denke mal, wir nehmen das Original natürlich. La Nuit de l'Homme, das Original, Eau de Toilette. Und das ist die ich habe das letztens nachgeschaut. Hier ist der Badge, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt sehen könnt, weil viele sagen, es halt mal den Badge. In dem Fall habe ich das mal nicht vergessen. Immer muss ich das auch nicht machen, aber schaut diesem Badge nach. Ich kann das zur Not nochmal sagen. 38 S200K, glaube ich, wenn das ein S ist. Das ist immer sehr schwer hier reingeballert, draufgedrückt. Auf jeden Fall ist das der Duft, der wieder seine 8 Stunden hält. An mir natürlich. So, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Auf jeden Fall hält der wieder gut. Und es ist einfach der Date-Duft, der Sex-Duft. Dieser Duft ist irgendwie dreckig, sexy, dreckig, wie auch immer. Er kommt einfach nice. Und jeder, der sagt, dass die aktuelle Version, die 220er, Ende 2019er und 21er Version, ein Kumpel hat gesagt, die ganz aktuelle ist auch gut wieder von der Haltbarkeit und Ausstrahlung, man nimmt ein lange wahr. Alle, die was anderes meinen, ja, die wollen einfach nur Hauptsache, ja, mir fällt nichts anderes ein, ja, der ist bestimmt jetzt schlecht und jetzt sagen wir das auch mal, nee, der hält nicht mehr so lange. Und ich kenne einen, das hatte ich schon mal in einem Video gesagt, der hat alle Flanker von dieser Version, beziehungsweise alle Batches. So, und der sagt auch, die aktuelle Version muss sich von der 2009er Version, das heißt diese große, hochgehypte 2009er Version, weil die Flüssigkeit dunkel ist. Normalerweise sind die stärker, aber in dem Fall gibt es oder fast minimal Unterschiede gibt es sonst nicht mehr. Der ist vielleicht ein bisschen tiefer, hat er gesagt, sonst gibt es keinen Unterschied mehr. Das heißt, diese aktuelle Version, und da habe ich auch viele Follower, die das bestätigt haben, hält wieder gut. Also Leute, La Nuit de l'Homme ist back, im Endeffekt, aus dem Dreck, wie auch immer. Ja, kann man auch so sagen. Ne? Also wie gesagt, ist auch ein dreckiger Duft, so richtig sexy. Mit Frauen stehen da drauf. Frauen stehen auf den Duft und da müsst ihr nicht unbedingt so viel Geld für ausgeben. Ja, ich werde die unten verlinken. Für alle Neuen sage ich das immer. Unten verlinkt, schaut da mal rein. So, der nächste. Es ist immer so ein Hin und Her. Er ist eingestellt worden, das steht fest, aber es gibt ihn noch. Und manchmal auch gar nicht unbedingt so teuer, wenn einer das mal vergisst. Und zwar der Intense dagegen. Das ist mein Lieblingsflanker. Die Iris, die hier drin ist, das cremige mit der DNA vom Original, ist einfach unschlagbar. Da habe ich auch noch einen Backup-Flakon. Der Intense ist pervers und kommt noch geil an. Leider ist die Haltbarkeit hier von Haus aus, das ist ein alter Flakon, einer der ersten, von Haus aus schon nicht so stark. Ne? Und trotzdem sehr, sehr geil. Also das ist auch schon Clint Eastwood-Duft. Absolut. Hätte man den früher, die Cowboys, diesen Duft gehabt, hätten sie ihn getragen. 100%. Sehr geiler Duft. So, dann haben wir aber noch, mein Kumpel meint zum Beispiel, den findet er noch dreckiger, noch geiler. Und das ist das Le Parfum. Ja, das Le Parfum ist auch geil, wird sehr schlecht gemacht. Ich finde, dass die Haltbarkeit auch hier, da kommen wir wieder zu, auch nicht so schlecht ist. Und er ist einfach ein bisschen frischer, würziger. Hat die DNA drin, das ist das Nice, das kann auch wirklich, da ist der Name wirklich mal gang und gäbe. Le Parfum, einfach ein bisschen würzig, aber die DNA nicht vergessen. So, viele vergessen die DNA und machen komplett neuen Duft aus dem Le Parfum, ne, wie auch immer. Hier nicht, das ist schon geil, das ist schon nice, da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt, sehr geil. Übrigens heute wieder ohne Cappy, ne, also es ist warm und ja, geiler Duft.
Und ja, da stehen die Frauen drauf. Es gibt nicht einen, außer er vielleicht, aber auch der kommt an, und zwar der O-Electric, gleich für die neuen, sorry. Wie heißt er überhaupt? O-Electric Fresh oder keine Ahnung, kenne ich noch nicht. Der hier, ja, das ist ein Duft, haut hier richtig rein alles. Ja, das ist eben dieses süße Duschgel, bisschen im Hintergrund. Das geht dann so in die Richtung, wie alle sind. Es ist trotzdem nicht verkehrt. Es kommt an die anderen nicht ran, das steht fest. Das schwingt so ein bisschen mit der L'Homme-Reihe. Ich finde die L'Homme-Reihe zum Beispiel lange nicht so gut wie die L'Année de L'Homme. So, schreibt mal in die Kommentare, und schreibt doch mal was dazu. Welche Reihe findet ihr besser? Also ich finde ganz klar die L'Année de L'Homme-Reihe. Er reiht sich so ein bisschen ein in die L'Homme-Reihe. Hätte auch gepasst. Obwohl er vielleicht noch ein Tick besser ist. Ich habe das alte L'Homme Intense. Das Orange, das sieht aus wie ein Brandy, die Flüssigkeit. Nicht die neue Version, sondern die alte. Die ist natürlich nice. Das ist auch der beste mit den silbernen Deckeln. Aber das Original L'Homme hat erstmal keine Power, riecht sehr, ja, weiblich. Und das ist nicht, die habe ich verkauft. Das ist auch wieder so wie Acqua di Gio. Auch verkauft. Und, genau, ne, und so weiter und so fort. Und ja, schwer. Das meine ich übrigens für die neuen, für das Lockere hier. Ich kann das jetzt auch alles wegschneiden, aber warum soll ich das machen? Einfach mal nicht so verkrampfen, kein Stock in den Arsch, sondern einfach mal locker durch die Hose atmen. Le Parfum, ja, O-Electric, ja, das ist nice. Und hier, wenn ihr den kriegen könnt, das Intense muss, wie gesagt, hier, Clint Eastwood zu der Zeit hätte es genommen. Und für alle Leute, der lohnt sich wieder. Lasst euch nicht irgendwo blenden, lasst euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Ich habe das jetzt wirklich von mir, von einem Kumpel, von einem besten Kumpel und von einem, der alle Batches hat. So, diese Version, also die Ende 2019, 20er und 21er sind wieder nice. So, Leute. Das heißt, zum Fazit, die Reihe lohnt sich immer noch. So, wenn ihr Frauen beeindrucken wollt, wenn ihr Frauen aufreißen wollt sogar, wie auch immer, das ist ein Dosenöffner, wie Monte, glaube ich, sagt. Das ist wirklich so. So, nicht nur Aventus, sondern das ist ein Dosenöffner in dem Fall, wirklich. Es haut rein. Der Duft ist nice. Da liegt die Betonung auf nice und alles. Und damit lassen wir es so stehen und gut sein. Denn mach's gut und wir sehen uns bald wieder. Fragrance Talk.